So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich kann selbst gar nicht glauben, dass ich dieses Spiel jetzt hier mit euch spielen werde. Ja gut, ich habe halt die Umfrage gemacht und gedacht, komm, da setzt einfach mal ein Gelegenheitsspiel mit rein, vielleicht will das ja irgendjemand. Und Leute, ihr habt den Verstand verloren, glaube ich. Aber ja, es wird wohl, wie ihr seht, Recettear in Item Shop's Tale. Das Spiel ist komplett auf Englisch, allerdings mit so leicht japanischer Vertonung im Hintergrund. Wundert euch da nicht drüber. Aber, ja, wir werden mal sehen, ne? Wie man sieht, ich habe ja auch noch neben dem ganz normalen neuen Spiel auch New Game Plus. Das ist quasi, man überschreibt einen Spielstand, den man schon hat, aber startet mit sämtlichen Items und Leveln und die man so da schon hat, nochmal. Survival ist auch so ein neuer freigeschalteter Modus. Ja, Item-Enzyklopädie, ja, Survival-Score, wenn man Survival-Modus spielt, ja. Aber das interessiert uns alles nicht, wir machen ein neues Spiel. Ich werde wohlgemerkt die Sachen, die auf Englisch sind, auch auf Englisch vorlesen. Aus ganz einfachen Gründen. Wenn ich das die ganze Zeit nämlich so on the run auf Deutsch übersetze, dann stocke ich einfach zu sehr. Ah, okay, da ist schon einer unserer beiden Hauptcharaktere, Tier. Falls ihr euch wundert, was das für komische Dinger im Hintergrund bei ihr sind, das ist eine Fee. Oh, for the love of, she's still asleep. Does she really not understand how important today is? No, can't eat another bite. But I can always find room for yummy candy. Wake up, please. When's it? Oh, dear. Good morning. We do not have time for good morning, Recette. Are you planning on spending the rest of your life dreaming of sweets? Today is the day we set for opening the store. We did? Oh, yeah, we did. Merde. Wohlgemerkt, ich werde ab und an ein paar Kommentare zu den Sachen ablassen. Hier zum Beispiel Merde, wer das nicht weiß, das ist das französische Wort für, naja, im Grunde Scheiße. Listen, go wash your face and make yourself presentable. And then join me downstairs in the storefront. Okay, I'll be right down. Hey, sorry I kept you waiting. Okay, Tier, let's open the shop right now. Capitalism, ho! Ja, Kapitalismus ist in dem Spiel ein sehr großes Thema. Patience, Recette. It is a virtue we will need. We will need to take care of a few matters before we open officially. Huh? Like what? Well, I somehow doubt that a store without anything to sell is going to attract all that much business. Also gut, für Leute, die jetzt nicht so gut Englisch können, es geht halt darum, man muss noch ein paar Sachen erledigen, unter anderem braucht man wohl Sachen, die man verkaufen kann als Laden. Oh yeah, we don't have anything to sell. So, what do we do? To start with, we need to establish a stock of items for the store. If we have nothing to sell, we cannot claim to be much of a shop. That's true, huh? So where should we go to get stocked up? The best way, I think, would be to visit either the town market or the merchants guild. We need to give our regards to the head of the guild regardless, so that should probably be our first stop. Oh, that's the place run by that old guy, right? The guild operates as a wholesaler for local merchants. So if we stop by, we can purchase an initial stock. It would not hurt to give a polite regards to the guild chief either. Also wir sollen uns wohl ein bisschen einschleimen. Especially since the guild is the organization that allows us to operate here in the first place. Okay, got it. Then let's go right now. Ah, da fällt mir ein, ich habe eine Sache noch gar nicht erwähnt, aber das können wir gleich machen. When you want to leave the shop, head to the front door currently located in the upper right-hand corner of the store. Oh, but I wanted to leave through the window like an action hero. To eternity and... Reset? Oh, okay. Ja, was ich sagen wollte.
Wie ihr wahrscheinlich seht, ich hoffe, dass YouTube das vernünftig macht, ist dieses Spiel in einem ganz anderen Format. Also es ist standardmäßig in einem Fenstermodus, man kann zwar einen Vollbildmodus anschalten, aber selbst mit der höchsten Auflösung ist das nicht so toll. Deshalb, Leute, wenn ihr das im Vollbild sehen wollt, ja, da werdet ihr wahrscheinlich da so ein paar Balken mit drin haben, oder auch allgemein werdet ihr Balken mit drin haben, YouTube bei der Standardformat 16:9. Ach, laufe ich hier gerade so ziellos im Shop herum, egal, erstmal raus. So, wir haben hier jetzt verschiedene Orte, die wir irgendwann mal besuchen können. Einmal die Abenteurergilde, die Kapelle, der Pub, der Markt, der Platz, ja natürlich Recettear, das ist unser Laden, und die Handwerkergilde, wo wir ohnehin hin wollen. Hello. A girl and a fairy, you two are... Yes, you're Recette and that loan shark. Für die, die es nicht wissen, Loan Shark bedeutet Kredithai. Well, that is not, well, an incorrect assessment. Could I ask that you refrain from calling me a loan shark? That's right, mister. She and I are partners, don't be mean. Forgive me, partners it is. So, how are the preparations for running the shop coming along? Quite well, thank you. In fact, we plan on opening today, so we stopped by in order to show our gratitude for your help. Very good, you two know what's what. If you have any problems, let me know. I'll be glad to help. We appreciate your kindness, thank you. We appreciate your kindness, thank you very much. Ich muss mir echt noch Stimmen für die beiden überlegen. Das Problem ist, die meisten Charaktere in diesem Spiel sind weiblich, deshalb werde ich wahrscheinlich einfach nur so ein paar Standardstimmen immer wieder machen. Das ist blöd. So, not a problem at all. So, you came straight here to pick up some merchandise, right? Well, up to the counter then. Let's get you two sorted. This is our first time stocking up. Our funds are limited, so do not go completely overboard. I recommend purchasing no more than 10 items. KO. So, wir können auch mit dem reden. Wie man hier sieht, so, was ist die Gilde, was kann ich hier machen, was sind Merchant Levels, was ist die Stadt so. Ich denke, das werde ich auch diese Folge noch machen, dann haben wir diese Folge halt sehr viel Gelaber. So, was ist die Gilde? Right, so, a guild is essentially a group of people in the same kind of business who cooperate with one another. Since the prices on items can vary from store to store, it's hard to do business if there isn't a base price between them, right? That's what the Merchants Guild is for. We manage wholesaling and keep prices stable throughout the city. That's why we require that everyone who wants to do business around here register with the guild. Don't worry, your store Recettear is already in the books. It ain't all just paperwork and red tape, though. Now that you're a member, you can pick up stock for your shop here. And you get access to a few other benefits too. We're here to help, so feel free to make use of us, okay? So, da hören wir halt, die Gilde ist hier, um die Preise stabil zu halten, etc. Und wir können hier Items kaufen, und zwar zum festen Basispreis. What can I do here? Here at the guild you'll always be able to get goods for a set price. Most of what we can get our hands on is practical stuff though. Weapons, armor, clothes, adventuring necessities, and the like. The town's main market, who we work with, is where you can get things like foodstuffs, books and other assorted knickknacks. Nein, damit ist nicht diese Knabbersache gemeint. The really flashy and rare stuff is a bit out of our league. If you're mind to get your mitts on that kind of stuff, you'll have to go dungeon stomping yourself, or buy it off a customer. Oh, we'll also buy off any excess stock you have. Mind, we buy low as a rule, so if you want to make an actual profit, you're better off selling to your customers. Also wir können hier auch Sachen verkaufen, allerdings zu einem sehr niedrigen Preis. Das wäre besser, wenn man es an entsprechende Kunden verteilt. Es gibt halt noch den Markt, wo man Lebensmittel etc. kriegt. Alles relativ praktisch und man kann halt auch in Dungeons gehen, aber das können wir jetzt noch nicht. About Merchant Levels, also im Grunde ja, Level, die wir kriegen können. Your Merchant Level is, well, your ability as a merchant. As it goes up, you'll figure out how to redecorate or even expand your store.
Heck, you might even be able to convince me to let you have a look at some of our more premium items. So how do you raise the level? Simple. Buy, sell, trade. This is an art and you learn by doing. Ja, wir können unser Level erhöhen, indem wir einfach handeln. About the town. This city is getting a bit famous for the old ruins and the like that littered the surrounding countryside. So we've been seeing a steady stream of adventuring types coming in for a while now. They're all here to try and strike it rich of the undiscovered treasures in the wilds. Hunting for fat loot, they call it. Well, I don't know what they see in chasing after oversized loots. Oh nein, diese Wortspiele. But their presence has also brought a lot of new merchants to the city. I sure won't complain. Business has never been better. If you're looking for one, a few might be resting in the plaza. I bet most of them will take to the city's biggest pub though. It's never too hard to sell those wandering types a little bit of liquid pleasure. Even I go in there for a little nip every now and then. The more faithful will probably hang about the city chapel. Also die Gläubigen werden eher in der Kapelle sitzen. We do get a few like that now and then, on a pilgrimage or quest to find old holy relics. Praise be to seekers and all that, of course. You might check the Adventurers Guild proper too. They're in charge of making sure the exploration efforts aren't total bedlam. They even succeed, sometimes. Now keep in mind that these places are only open at certain times. For example, that pub only opens in the evening. We're pretty much open all the time though. Wait, if you're always open, how do you find time to visit that pub? For that matter, when do you go home? Little Missy, if you had the kind of wife I do, you'd be at work or in the sauce at all hours too. Merde, forget I asked. Ja. Der hat wohl ziemlich einen Hausdrachen als Frau. About unknown items. Now, if you go dungeon diving, you'll find a lot of stuff which you won't be able to identify at first. In particular, I'll bet my hat you'll find a lot of what commonly called mysterious ingredients by the adventurers. At first you'll probably be tearing your hair out over all the junk you keep finding in those places, but as your merchant level goes up, you'll be able to sort out the stuff you find and pick the best materials and whatnot from the lot. Oh, if you manage to get out of those death traps safely, you'll have time to identify everything safely. That means you won't know what you're carrying till you leave though. Ja, es gibt in Dungeons so spezielle Items, da weiß man erstmal nicht, was das ist. Das ist einfach nur ein fettes Fragezeichen. About fusion. Once a few merchant levels are under your belt, you'll be able to fuse items here in the guild hall. There's quite a few items you can only get by using fusion. So I'd get real familiar with that furnace, if I were you. Wir sollen also uns schon mal mit dem Schmelzofen anfreunden. Remember, what you put in affects what you get out of fusion. If you put in some materials of, say, +2 quality, then you get an item of similar quality as the result. Keep an eye on what you're fusing too. You don't want to waste good materials on some mediocre thing you can just buy somewhere. Another thing to keep in mind, it can be real tempting to keep your best quality items to yourself for personal use. But your customers know quality goods when they see them, and you'll earn a lot of respect if you sell top shelf merchandise. There's a couple of stages to what you can pull off with fusion. As you pick up some merchant levels, so experiment and be sure to come back here often to see what you can make. Wir können also... Hoppla, wir müssen erstmal... Ach, wir wollen noch was kaufen. Just a moment. You have not yet purchased anything. Where are you going? Please properly stock up on items to sell. Ja, wir müssen natürlich Items kaufen. Habe ich ganz vergessen. So, wie man hier sieht, es gibt Schwerter, Dolche, Stäbe, Bögen, Speere, Handschuhe, die sind wohlgemerkt auch Waffen, Kleidung, Roben, Brustplatten, Rüstungen, Armbänder, Schilde, Hüte, Helme, Glücksbringer. Ja, und da sind wir schon bei den Schwertern. Ich würde sagen, es ist besser, wenn man erstmal ein teures und 2 billige Items mitnimmt. Finde ich persönlich ist so am besten. Oder es reichen eigentlich... Ich glaube, es reicht eigentlich schon so vollkommen aus.
Right then, will that be all? Yep, this is perfect. We shall return when our stock has run low again. I'm looking forward to it. Here, a little something extra as a startup gift. Wir kriegen ein Walnussbrot. Yay, walnut bread. Thanks a bunch. Alright, little lady, give him your all. Capitalism ho! Well, Adam Smith would be proud of us at any rate. Ja. Damit hätten wir jetzt aber auch schon die Folge voll. Und ich hoffe, dass euch dieses kleine Let's Play auch gefällt. Ich glaube aber, es ist momentan sehr japanoid auf meinem Channel, muss ich sagen. Ja, ich hoffe halt, euch gefällt das trotzdem, auch wenn ich halt auf Englisch vorlese und nur ab und an kommentiere. Es geht einfach bedeutend schneller, als wenn ich die ganze Zeit übersetze, holper und noch ein paar Fehler mit einbaue. Und ich denke, die meisten Leute können ja ein bisschen Englisch. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst konstruktive Kritik da, sagt mal, was ihr von dem Let's Play haltet. Und wir sehen uns dann, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal. Cheerio!